Counter-Strike-Genie, Counter-Strike-Mastermind, Counter-Strike-Legende. Hi, ich bin Fatih Dayık, besser bekannt als Gokbi. Es ist eine unglaubliche Karriere, die Fatih Dayık in Counter-Strike hingelegt hat. Gott, das Mastermind! Was eine Runde von Gokbi! Schafft es, DSN rauszunehmen, jetzt im 1 gegen 2, das Line-Up für Gott, das ist wahr, er macht das Ace! Er ist eine Motivation, also ein Motivator, also ein richtiger Leader. Einer der komplettesten Spieler in Deutschland. Fatih war und ist das Mastermind von Counter-Strike. Sollte seinen Platz in den Geschichtsbüchern bekommen. Wie aus Gokbi das Mastermind der Counter-Strike-Geschichte wurde, das verrate ich euch jetzt. Fatih Dayık wurde 1987 in Frankfurt am Main geboren und ist in der Nähe aufgewachsen. 2001 beginnt seine Counter-Strike-Karriere mit der Counter-Strike 1.3-Version. Ich denke, die Faszination Counter-Strike ist einfach zu erklären. Es ist leicht zu erklären für den Zuschauer, aber sehr schwer zu mastern. Und ich glaube, als Zuschauer versteht man das auch relativ schnell. Oh, das war jetzt was sehr Gutes, das war vielleicht nicht so gut. Und es macht unfassbar viel Spaß zuzugucken und deswegen ist es so zuschauerfreundlich und deswegen so erfolgreich, würde ich sagen. Zu Beginn spielt Fatih eher in kleineren Clans, wie zum Beispiel bei den Killer ohne Namen. Einer seiner Mitspieler damals, Dominik Frabetz, Dom AZ. Fatih ist auch immer ein absoluter Ehrenmann gewesen, mit dem kannst du dich über alles unterhalten und er war auch nie einer, der irgendwie grundlos ausgerastet ist oder dich niedergemacht hat oder so. Er ist ein Motivator, ein Spieleleser, ein Kenner und einfach ein höchst professioneller Kerl an sich. Fatih, nur Lob. Das erste etwas größere Team von Gokbi ist 2004 GameTech. Mit diesem Clan tritt er auch in der EAS an. Hier spielt er gemeinsam mit Kumpels und Schulkameraden aus Frankfurt. Zum Beispiel mit Bautska und Philipp, die später ebenfalls auf einem hohen Niveau Counter-Strike spielen werden. Viel gezockt, viel gegamed, aber auch immer mal lernen gewesen mit den Jungs und wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Fatih ist mit seinem Frankfurter Team in der EAS erfolgreich. Und wie so häufig tauchen dann auch die ersten Cheat-Vorwürfe auf. Heute kaum mehr vorstellbar. Schon damals zeigt sich, Fatih ist nicht nur ein talentierter, sondern auch ein hart arbeitender Counter-Strike-Spieler. Eins der wichtigsten Sachen war auf jeden Fall harte Arbeit und der Hunger. Diese beiden Kombinationen ist einfach sehr tödlich, wenn man halt hungrig ist und noch dazu bereit ist, sehr hart zu arbeiten. Fatih heißt übersetzt, Arbeit ist nicht mehr normal. Das Level ist so hoch, was er reinsteckt. Da können sich auch einige Leute eine Scheibe von abschneiden. Er hat unglaublich viel Zeit in Counter-Strike investiert. Mit Demos schauen, mit Zocken. Ich meine, er hat auch Zeit gehabt, abseits von PCWs noch zu spielen. Ich weiß gar nicht, was der für ESL-Teams noch gespielt hat. Also es gibt ja damals in der ESL so diese 5-on-5-Ladder, 3-on-3, 2-on-2 und der hat einfach mit Herzblut Counter-Strike gespielt und hat da auch so viel Arbeit reingesteckt. Ich finde, man kann Counter-Strike-Spieler einteilen in Talente und in Arbeitstiere. Und ich glaube, Gokbi war einer der ganz wenigen, der bei beiden Attributen die volle Punktzahl bekommen muss. Also aus meiner Sicht ist Fatih halt jemand, der eine riesen Passion für das Spiel hat und sehr akribisch an die ganze Thematik rangeht und sich so weit damit beschäftigt, mehr als andere, um die kleinsten Details im Spiel halt einfach nochmal für seinen Vorteil zu nutzen. Nach GameTech spielt Gokbi dann unter anderem unter der Flagge von G-Style. Mit dem Team darf er sich 2006 auf der EPS LAN-Relegation in Köln beweisen. Und hier war es übrigens auch das erste Mal, dass ich gegen ihn gespielt habe. Und auch wenn wir mit DKH knapp gegen G-Style gewinnen konnten, Fatih war damals aus meiner Sicht der mit Abstand beste Spieler auf dem Server und sein Talent war unübersehbar. Vor allem seine Spielintelligenz hat ihn schon damals ausgezeichnet. Das beste Talent, was das Mindset angeht, die Spielkontrolle, einer der komplettesten Spieler in Deutschland. Ich hätte auch gerne mit ihm mal zusammen gespielt, um dann seine Ansichten zu teilen. Wenn ich so zurückdenke, ist er jetzt schon ein paar Jahre her, dann vergleiche ich den immer mit Pep Guardiola von FC Barcelona, so in der goldenen Zeit um die 2010er Jahre. Also alles akribisch bis ins Detail durchplanen und am besten den Gegner 90 Minuten lang ausspielen, ohne dass er einen Ball kriegt. Also so die Assoziation. So würde ich das beschreiben bei ihm. Gob hat das ganze Counter-Strike, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit auf ein neues Niveau gehoben. Also er war schon damals irgendwie allen Spielern, glaube ich, 1 oder 2 Schritte voraus, hat sich über wirklich jeden Laufweg, über jede Flash, über jede Granate, eigentlich über jedes Element des Spiels hat er sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und bei Fatih auch sehr wichtig, der war immer ein analytischer Denker, der ist ein schlauer Kerl einfach.
Wenn du ihm was gesagt hast, der hat nicht nur das, was du gesagt hast, verstanden, sondern auch die nächsten Schritte direkt überlegt und so. G-Style schafft es auf der EPS-LAN-Relegation in die EPS aufzusteigen. Am Ende der 9. EPS-Saison wird das Team 10. In der nächsten Spielzeit kommt G-Style als 360 Esports auf die Finals und wird 4. EPS Finals 10, die Szene war gefühlt auf ihrem Höhepunkt und dann sind die da mit Freunden auf die Finals gefahren, was ich immer wieder mega großen Respekt, das habe ich nicht geschafft. Da den 4. zu machen, mega guter Erfolg, haben die selber so nicht gesehen, aber ich als Außenstehender schon. Fatih ist damals zwar schon ein sehr angesehener Spieler, doch ein Superstar ist er noch nicht. Der Wendepunkt in seiner Karriere ist der ESWC 2007 in Paris. Hier hilft er als Stand-in bei ID Gaming aus. Damals gab es kleine Probleme mit Nuki. Wenn ich mich richtig erinnere, war man nicht so einverstanden mit seiner Spielweise, ein bisschen viele Kills gemacht, aber mehr für sich. Und da hat man dann gesagt, man nimmt vielleicht jemand anderes mit aufs Event. Und da hat man dann Gob mitgenommen und es hat sehr gut funktioniert. Das war einfach cool, weil ich war sozusagen neben den Leuten, die ich seit jahrelang angefangen habe und habe halt Plays gemacht, die sehr, sehr mutig waren und ich habe auf jeden Fall sehr mutig gespielt. Und da hat man schon gemerkt, er kann was, der hat es richtig auf dem Kasten, er ist einfach so einfach unbeschwert und frech und macht es einfach. Und das war einfach eine geile zuzuschauen auf jeden Fall. Man konnte erahnen, dass er gut ist, man hat da die Bestätigung bekommen, wie gut er wirklich ist. Auf dem Event zeigt Fatih starke Leistungen und wird anschließend gemeinsam mit Six von Mousesports verpflichtet. Es ist der vorläufige Höhepunkt in der Karriere des gebürtigen Frankfurters. Bei Mousesports profitiert Fatih von der Erfahrung seiner Mitspieler wie Gore oder Capio. Wir haben Diskussionen gehabt, wir haben über Philosophien, über Strategien gesprochen, über Psychologie gesprochen und so, wenn du Leute hast, mit denen du durchgehend am Diskutieren, Reden, inspirieren bist über ein Thema, dann kannst du dich auch wirklich weiterentwickeln. Fatih entwickelt sich während seiner Mousesports-Zeit zu einem der besten und erfolgreichsten Counter-Strike-Spieler. Er wird zum Dauergewinner der ESL Pro Series, schnappt sich auch internationale Titel und wird zum Counter-Strike-Superstar. Fatih war und ist das Mastermind von Counter-Strike und darüber hinaus hat er immer noch ein richtig krasses Aiming. War für mich einer der komplettesten Spieler überhaupt. I mean, this is a player where I know people use that term for so many other players where they say like the Swiss Army knife, but I think this is the player that ultimately defines it because I don't think I ever saw anyone who was the in-game leader but also could be the best player in the server. He was a very good player. He was someone that was very skilled individually even though he was an in-game leader, and he controlled the team very well. You know, he made sure that everyone on the team was up to speed, that they knew what they were doing. Sein taktischer Skill ist wahrscheinlich der beste, den CS Deutschland jemals hatte, und ich würde auch sagen, eine Zeit lang in 1.6 war er der beste IGL der Welt, 100%. Aus meiner Sicht gibt es mehrere Erfolgsfaktoren bei Fatih Dayık. Neben seinem Talent waren es seine unglaubliche Leidenschaft für das Spiel, sein ständiger Ehrgeiz und seine Kreativität. Er hat immer wieder versucht, neue Taktiken zu entwickeln und das möglichst perfekte Spiel abzuliefern. Außerdem ist er für seine Leaderfähigkeiten bekannt. Gob-B trieb nicht nur sich, sondern auch seine Mitspieler zu Höchstleistungen an. Er ist eine Motivation, also ein Motivator, also ein richtiger Leader. Also davon aus dem Spiel und in dem Spiel. Und das ist immer gut. Manchmal ein bisschen zu sauer in dem Spiel. Da war ein paar Momente, wo er ausgerastet ist auf seine Teammates, aber man weiß mit Fatih alles Liebe, er will nur gewinnen. Er will das Beste von allen Spielern haben. Wenn wir sehr gut gespielt haben, den Gegner dominiert haben, dann hat er immer noch was auszusetzen gehabt. Also das war ein bisschen zur Perfektion, musste das durchgespielt werden, den Gegner so ausspielen, dass er nicht zum Zuge kommt, wahrscheinlich, dass alle blind sind und man 16-0 gewinnt, dann wäre er zufrieden gewesen. Ich würde sagen, er ist fordernd, er ist sehr allergisch, was Fehler betrifft, aber er hat auch einfach das meiste Know-how, deswegen sollte man überwiegend die Klappe halten und ihm folgen. Streng habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Das war, wenn er ein bisschen forscher wurde, dann spielte da auch immer so eine Prise Humor mit hinein. Also er war
vielleicht etwas enttäuscht von einem, aber er war nie so richtig böse oder streng. Man hat dann sogar eher mehr Gas gegeben als vorher, bevor man von ihm ermahnt wurde. Fatih ist ein Spieler und auch als Mensch jemand, der Talente an sich zieht. Also wenn man das Wort Leader und Kapitän mit einem Menschen beschreiben müsste, dann würde wahrscheinlich ein Fatih dabei herauskommen. Im Jahr 2010 musste Fatih allerdings auch einen Schicksalsschlag hinnehmen. Sein langjähriger Freund und Mitspieler Six kam bei einem Autounfall ums Leben. Er war auf jeden Fall wie so ein kleiner Bruder, würde ich sagen. Es gab voll viele Parallelen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag und also so voll viele Parallelen zu unser Leben, würde ich sagen. Aber ja, also es war einfach einer der besten Mates, die ich hatte, würde ich sagen, und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Fatih überlegt nach dem tragischen Tod von Six, seine CS-Karriere zu beenden. Er entschließt sich aber dazu, weiterzumachen und wird bis zum Ende von Counter-Strike 1.6 weiter erfolgreich sein. Anschließend wechselt er zu Counter-Strike Global Offensive, spielt hier unter anderem für Mouseboards und ist 2017 bei der Gründung von Big mit dabei. Also ich würde so weit gehen, dass wir ganz klar sagen können, ohne ihn wäre jetzt Big wahrscheinlich nicht da, wo Big ist. Ich kannte ihn natürlich, wusste, dass er eine Legende ist, aber ja, ich habe ihn halt als Fatih kennengelernt und ja, heutzutage ist er für mich immer noch, also in CSGO die Legende, also quasi das, was er für viele in 1.6 ist er für mich jetzt mit CSGO. Er will auf jeden Fall gewinnen und dadurch, dass er auf jeden Fall gewinnen will, kann er auch oft einmal Forscher werden, sage ich mal. Muss man sich den einen oder anderen Flame mal anhören von ihm, aber das finde ich halt cool, dass er einfach ein richtiger Leader ist. Nicht nur in-game halt Sachen ansagen kann, sondern auch so außerhalb vom Spiel die Truppe zusammenhalten konnte und ich glaube, das zeichnet ihn auf jeden Fall aus. Er hat halt eine Karriere hingelegt wie kein anderer in der deutschen Counter-Strike-Szene. Ne? Also da kann weder ich mithalten noch ein Blizzy. Er ist da uns nochmal einen Schritt voraus. Ne? Er hat eine Zeit geprägt, eine Ära geprägt und ist ja heute immer noch einer, der die CS-Szene prägt und in Zukunft auch prägen wird. Im Sommer 2019 beendet Fatih seine aktive Spielerkarriere. Doch dem E-Sport ist er auch weiterhin treu geblieben. Mittlerweile ist er Headcoach des CSGO-Teams bei Big. Und er schaut gerne zurück auf mehr als 20 Jahre Counter-Strike. Ich schaue auf jeden Fall mit einem Lächeln zurück und denke mir manchmal, heilige Scheiße, ist das schon lange her. Und ich fühle mich halt noch immer übertrieben jung, weil ich mit so vielen jungen Leuten zu tun habe. Und ich versuche denen immer noch so ein bisschen die guten alten Werte mitzugeben. Und das ist eigentlich immer ganz schön und man hat immer eine neue Geschichte auf Lager. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Also ich blicke auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen zurück, ja, das auf jeden Fall. Fatih Dayık, Goppi, er hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher als Counter-Strike Mastermind.